Heute geht es um Dorlands Wachsmedium, einen echten Alleskönner. Leider ist Dorlands Wachsmedium recht teuer und ich habe mich gefragt, ob es dazu nicht eine Alternative gibt. Und die stelle ich in diesem Video vor. Aber erstmal, worum geht's? Also was ist Dorlands Wachsmedium? Dorlands Wachsmedium ist ein Kaltwachsmedium, das sich als Firnis für Aquarell, Gouache, Acryl, Ölbilder eignet oder auch zum Versiegeln von Holz, Metall, Fimo, Keramik, Zeichnungen und so weiter und so fort. Also man kann das wohl überall drauf schmieren. Als Medium findet es auch Anwendung in der Ölmalerei für pastose Effekte bei Schicht- und Spachteltechniken. Das lässt sich mit Pigmenten einfärben, also wenn man jetzt Möbel behandelt, kann man denen mit Pigmenten nochmal, also mit Einfärben nochmal einen anderen farblichen Touch geben. Mit Wachs behandelte Bilder oder Oberflächen sind wasserfest, also das ist toll für Aquarelle oder Gouachebilder, da die dann nicht mehr zum dauerhaften Schutz hinter Glas müssen, sondern man die auch einfach so aufhängen kann. Also wenn man über ein mit Wachsmedium behandeltes Bild ein Glas Wasser drüber kippt, also über ein Aquarell, passiert gar nichts mehr. Also dann wird sich die Farbe nicht anlösen. Es ist wirklich dauerhaft geschützt. Als Alternative zu Dorlands Wachs habe ich Polyboy Spezial Bonawachs getestet. Das ist ein Wachs, mit dem man Stein, Marmor, Holz, Linoleum versiegeln kann, also auch für Holz geeignet ist und. Hier auf YouTube wird öfter zu Dorlands Wachsmedium zu den Inhaltsstoffen gesagt, dass das aus Bienenwachs und Damar und Lösungsmitteln besteht. Das ist nicht richtig. Wenn ich hier auf die Inhaltsstoffe gucke, ist auch Paraffin und diverses anderes Zeug mit drin. Also das ist kein reines Bienenwachsmedium, wie oft gesagt wird. Neben Bienenwachs ist in Dorlands Wachs auch Paraffin enthalten. Und mikrokristalline Wachse und ja, noch diverse andere Sachen, die sie nicht einzeln aufführen. Tja, die Hersteller lassen sich da nicht in die Karten gucken. Das heißt, das sind die Wachse, die einzelnen Wachse, die drin sind jetzt bei Polyboy nicht aufgeführt. Aber das ist bei Dorland nicht viel anders. Für meinen Test habe ich Lascaux Gouache-Farben verwendet und die auch relativ dick aufgetragen. Um ein besseres Gefühl dafür zu haben, wie viel Wachs ich auftrage, es soll ja eine ganz dünne Schicht sein, habe ich das mit dem Finger aufgetragen. Ich würde aber empfehlen, da eher einen Handschuh anzuziehen. Stofflappen ist schwierig, weil da hat man nicht so dieses Gespür dafür, wie viel Wachs jetzt tatsächlich auf die Oberfläche kommt. Ich hatte einen Fehlversuch mit dem Auftrag von zu viel Wachsmedium. Das ließ sich hinterher auch nicht wegpolieren, beziehungsweise man macht sich das Leben schwer oder zusätzliche Arbeit, wenn man zu viel aufträgt. Deshalb habe ich mit einem weichen Lappen das überschüssige Wachs entfernt und du siehst, dass keine Farbe am Lappen ist, obwohl das gerade erst aufgetragen wurde, also es gibt keinen Abrieb von Farbe. Das Ganze habe ich dann über Nacht 24 Stunden trocknen lassen. Hier siehst du jetzt im direkten Vergleich die Farbbalken mit frisch aufgetragenem Wachsmedium und im Vergleich zur getrockneten Gouachefarbe. Solange das Wachsmedium nicht durchgetrocknet ist, sieht es aus wie frisch aufgetragene nasse Gouachefarbe. Wenn das Ganze gut durchgetrocknet ist, ist kein Unterschied mehr oder kaum noch ein Unterschied zwischen dem behandelten Streifen und dem nicht behandelten Streifen zu erkennen. Bei den dunkleren Farben fällt natürlich ein Glanz wesentlich mehr auf als bei den hellen.
Nachdem das Ganze gut durchgetrocknet ist, kann man es natürlich nochmal polieren. Wenn du einen seitenmatten Glanz oder ein seitenmattes Finish haben willst, dann polieren. Willst du es eher matt haben, dann einfach nicht polieren. Der seitenmatte Glanz verleiht der Gouachefarbe mehr Tiefe. Gelb, Rot und Blau leuchten intensiver und Schwarz ist viel, viel schwärzer, hat eine ganz andere Farbtiefe als der nicht fixierte Balken. Ob nun Dorland oder Polyboy, ich sehe im Ergebnis keinen Unterschied. Preislich ist der Unterschied allerdings riesig. Dorlands Wachs ist 10-mal teurer als das wesentlich günstigere Polyboy Bona Wachs. Auch im Langzeittest konnte ich sehen, dass Polyboy nicht die Farbe angreift oder es zu irgendwelchen Veränderungen mit so fixierten Oberflächen kommt. Dann wollte ich wissen, ob ich auf der versiegelten Fläche mit Gouache weitermalen kann. Das habe ich getestet und musste feststellen, dass sich die Gouache zusammenzieht. Also den Effekt siehst du hier. Wenn man einen glatten Farbauftrag haben wollte, wäre das jetzt ein Nachteil. Aber wenn man das jetzt als Effekt nutzt und dann weiterarbeitet und dann vielleicht nochmal versiegelt und dann nochmal weiterarbeitet, gibt es mitunter eine schöne Struktur. Also damit kann man auch noch Spaß haben. Es bleibt aber noch anzumerken, dass ich bei diesem Versuch ein Aquarellpapier genommen habe, das etwas Struktur hat. Kann also gut sein, dass bei einem glatten Papier der Effekt nicht so deutlich ist, wie jetzt hier bei dem Beispiel, das ich zeige. Ich hoffe, dieses Video hilft dir weiter und natürlich würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Wenn du dann noch meinen Kanal abonnierst, wäre natürlich super. Und wenn du dann noch die kleine Glocke anklickst, wirst du immer informiert, wenn ich etwas Neues hochlade. Vielen Dank fürs Anschauen und bis demnächst.